Oh nein, schon wieder geplatzt. Hallo zusammen, ich bin Anna und meine Träume sind gerade geplatzt. Hallo Anna. Das klang aber laut. Was ist passiert? Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Lukas. Hallo Lukas, das war symbolisch. Ich hatte mir ein großes Ziel gesetzt. Ich wollte einen Marathon laufen. Ich habe trainiert, ich war motiviert und dann habe ich nach 2 Wochen aufgehört. Mein Ziel ist geplatzt, wie dieser Ballon. Ich erreiche meine Ziele nie. Das ist interessant, Anna. Vielleicht ist nicht deine Motivation das Problem. Vielleicht ist das Ziel das Problem. Und das ist unser Thema heute, warum Systeme wichtiger sind als Ziele. Wir lernen oft, dass wir uns große Ziele setzen müssen. Aber heute werden wir lernen, warum wir uns lieber auf den Prozess, also das System, konzentrieren sollten. Das ist eine Lektion auf B1-Niveau über Psychologie und Erfolg. Aber Lukas, ohne Ziel weiß ich doch nicht, wohin ich gehe. Ziele sind wichtig. Ziele geben die Richtung vor. Das stimmt. Aber Ziele allein bringen dich nicht ans Ziel. Lass uns das analysieren. Wir werden sehen, warum Gewinner und Verlierer oft die gleichen Ziele haben. Fangen wir mit einer einfachen Frage an. Anna, denk an die Olympischen Spiele. Jeder Athlet, der dort ist, hat ein Ziel. Welches Ziel haben Sie? Naja, sie wollen gewinnen. Sie wollen die Goldmedaille. Genau, alle wollen Gold. Der Gewinner hat das Ziel Goldmedaille. Der Verlierer hat auch das Ziel Goldmedaille. Wenn beide das gleiche Ziel haben, kann das Ziel nicht der Grund für den Erfolg sein. Verstehst du, was ich meine? Oh, das ist wahr. Wenn das Ziel gleich ist, muss der Unterschied woanders liegen. Also liegt der Unterschied im Training. Exakt. Das Training ist das System. Das Ziel ist das Ergebnis. Das System ist der Prozess, der zu dem Ergebnis führt. Lass uns über dein Marathonproblem sprechen. Dein Ziel war der Marathon. Was war dein System? Mein System war, ich laufe, wenn ich Lust habe. Und ich habe oft keine Lust. Siehst du? Du hattest ein großes Ziel, aber ein schlechtes System. Es ist wichtig, dass wir uns auf die täglichen Gewohnheiten konzentrieren, nicht nur auf das große Finale. Also, das Ziel ist der Berg. Das System ist das Klettern. Ich habe nur auf den Gipfel geschaut und bin gestolpert. Denken Sie an Ihr Leben. Haben Sie ein Ziel, das Sie nicht erreichen? Vielleicht liegt es nicht an Ihnen, sondern an Ihrem System. Um den Unterschied noch klarer zu machen, nehmen wir ein Beispiel aus dem Alltag. Stell dir vor, dein Zimmer ist total unordentlich. Wenn dein Zimmer unordentlich wäre, was wäre dein Ziel? Mein Ziel wäre, ein sauberes Zimmer zu haben. Gut, also, du räumst auf. Du arbeitest 3 Stunden lang wie verrückt. Am Ende hast du ein sauberes Zimmer. Du hast dein Ziel erreicht. Aber wenn du deine Gewohnheiten nicht änderst, was passiert nach einer Woche? Nach einer Woche ist das Zimmer wieder unordentlich. Ich werfe meine Kleidung auf den Boden, ich lasse Tassen stehen. Das Chaos kommt zurück. Genau. Du hast das Symptom behandelt, das unordentliche Zimmer. Aber nicht die Ursache, deine Gewohnheiten. Du hast ein Ziel verfolgt, aber du hattest kein System. Ordnung halten. Ich verstehe. Ein Ziel zu erreichen verändert mein Leben nur für einen kurzen Moment. Um mein Leben dauerhaft zu verändern, muss ich das System ändern. Sehr gut. Wir können sagen, wir ändern nicht das Ergebnis, wir ändern den Prozess, der zum Ergebnis führt.
Wiederholen Sie diesen Satz. Wir ändern den Prozess, nicht das Ergebnis. Also für mein Zimmer. Mein System sollte sein, dass ich jeden Abend 5 Minuten aufräume. Wenn ich das täte, Konjunktiv 2, wäre mein Zimmer immer sauber. Perfekt. Das ist ein System. Jeden Abend 5 Minuten. Das ist konkret, machbar und wiederholbar. Anna, viele unserer Zuhörer wollen Deutsch lernen. Was ist Ihr Ziel? Ihr Ziel ist, fließend Deutsch zu sprechen oder ein Zertifikat zu bekommen. Und was ist ein gutes System? Ein gutes System ist, jeden Tag diesen Podcast zu hören und 3 neue Wörter zu lernen. Genau. Wenn du das System ignorierst und nur an das Zertifikat denkst, bekommst du Stress. Wenn du das Zertifikat vergisst und dich auf das tägliche Hören konzentrierst, Dann lerne ich automatisch Deutsch und bekomme das Zertifikat am Ende sowieso. Es gibt noch ein zweites großes Problem mit Zielen. Ziele machen uns oft unglücklich. Wir denken oft in einer Wenn-Dann-Struktur. Wenn dann? Was meinst du? Wir sagen uns, wenn ich mein Ziel erreicht habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich 10 Kilo abgenommen habe, dann bin ich zufrieden. Wenn ich reich bin, dann entspanne ich mich. Oh ja, das kenne ich. Ich sage mir immer, ich darf erst glücklich sein, wenn ich den Marathon gelaufen bin. Bis dahin fühle ich mich unzureichend. Das ist gefährlich. Du schiebst dein Glück in die Zukunft und du setzt dich unter enormen Druck. In einem System kannst du jeden Tag glücklich sein. Du bist glücklich, weil du heute gelaufen bist. Du bist zufrieden, weil du dich an deinen Plan gehalten hast. Das klingt viel gesünder. Das Glück kommt aus der Handlung, nicht aus dem Ergebnis. Ich bin stolz auf mich, während ich trainiere, nicht erst am Ende. Während ich trainiere, genau. Das Ziel ist der Kompass, aber das System ist der Weg. Und wir leben auf dem Weg, nicht auf dem Kompass. Fragen Sie sich, erlauben Sie sich, jetzt glücklich zu sein? Oder warten Sie auf ein Ziel? Jetzt kommen wir zum tiefsten Level. Wie baut man ein System, das für immer hält? Der Schlüssel ist die Identität. Viele Menschen versuchen, ihre Resultate zu ändern, aber wir müssen unsere Identität ändern. Meine Identität? Wer ich bin? Das klingt sehr groß. Lass uns ein Beispiel nehmen. 2 Menschen rauchen. Jemand bietet ihnen eine Zigarette an. Person A sagt, nein danke, ich versuche aufzuhören. Person B sagt, nein danke, ich bin kein Raucher. Hörst du den Unterschied? Ja, Person A sieht sich noch als Raucher, der etwas versucht. Person B sieht sich als Nichtraucher. Die Identität hat sich geändert. Exakt. Du hast gesagt, ich will einen Marathon laufen. Das ist ein Ergebnis. Du solltest sagen, ich bin eine Läuferin. Ich bin eine Läuferin. Aber Lukas, ich bin erst 2-mal gelaufen. Ich fühle mich nicht wie eine Läuferin. Du musst keine Profisportlerin sein, um eine Läuferin zu sein. Jedes Mal, wenn du laufen gehst, stimmst du für diese Identität. Jedes Mal, wenn du läufst, sagst du dir selbst, ich bin jemand, der Sport macht. Kleine Gewohnheiten sind Beweise für deine neue Identität. Ah, also wenn ich heute 10 Minuten laufe, ist das ein Beweis. Ich muss nicht 42 Kilometer laufen, um eine Läuferin zu sein. Genau. Wenn du jeden Tag eine Seite schreibst, bist du ein Schreiber. Wenn du jeden Tag Deutsch übst, bist du ein Sprachlerner. Das Ziel, ein Buch, ein Zertifikat, ist egal. Die Identität ist wichtig. Wir haben die Theorie. Systeme sind besser als Ziele. Identität ist der Schlüssel.
Jetzt bauen wir dein konkretes System für das Laufen. Ein gutes System braucht 3 Dinge: einen festen Zeitpunkt, einen festen Ort und eine winzige Startaktion. Okay, ich bin bereit. Wir benutzen die Formel: Ich werde Verhalten um Zeit an Ort tun. Anna, wann und wo wirst du laufen? Futur 1. Ich werde am Dienstag und am Donnerstag um 18 Uhr im Park laufen. Sehr gut, das ist spezifisch. Nicht irgendwann, sondern Dienstag um 18 Uhr. Schritt 3: die winzige Startaktion. Das Schwierigste ist der Anfang. Dein Ziel sollte nicht sein, 10 Kilometer laufen. Dein Ziel sollte sein, meine Schuhe anziehen. Nur die Schuhe anziehen? Das ist zu einfach. Es muss so einfach sein, dass du nicht Nein sagen kannst. Das ist die 2-Minuten-Regel. Eine neue Gewohnheit sollte nicht länger als 2 Minuten dauern. Wenn du die Schuhe anhast, wirst du wahrscheinlich auch laufen. Aber der Erfolg ist das Anziehen. Okay, also mein System ist, Dienstag um 18 Uhr ziehe ich meine Laufschuhe an. Wenn ich dann laufe, gut. Wenn nicht, habe ich zumindest die Schuhe an. Glaub mir, Anna, du wirst laufen. Aber du nimmst den Druck weg. Du kannst nicht scheitern, wenn ein Ziel so klein ist. Und voilà, wir haben das Geheimnis des Erfolgs entdeckt. Es sind nicht die Ziele, es sind die Systeme. Jetzt kommt die große Zusammenfassung. Ich bin bereit, mein Leben zu ändern. Anna, ich stelle dir Fragen. Was haben Gewinner und Verlierer gemeinsam? Sie haben beide das gleiche Ziel. Richtig. Was macht den Unterschied? Der Unterschied ist das System, der tägliche Prozess. Was ist das Problem mit der Wenn-Dann-Mentalität? Man denkt, wenn ich das Ziel erreiche, dann bin ich glücklich. Man verschiebt das Glück in die Zukunft. Sehr gut. Wie ändern wir unsere Identität? Indem wir kleine Beweise sammeln. Ich sage nicht, ich will laufen, sondern ich bin eine Läuferin. Und wie lautet die Formel für einen konkreten Plan? Ich werde Verhalten um Zeit an Ort tun. Zum Beispiel, ich werde Dienstag um 18 Uhr im Park meine Schuhe anziehen. Fantastisch, Anna. Du hast verstanden, dass Konsistenz wichtiger ist als Intensität. Systeme schlagen Ziele. Immer. Danke, Lukas. Ich fühle mich viel entspannter. Ich muss keinen Marathon laufen. Ich muss nur am Dienstag meine Schuhe anziehen. Ihre letzte Mission. Es ist eine Planungsübung. Sagen Sie uns in den Kommentaren, welches kleine System werden Sie diese Woche starten. Benutzen Sie die Formel: Ich werde wann, wo, was Kleines tun. Zum Beispiel: Ich werde morgen um 8 Uhr in der Küche ein Glas Wasser trinken. Wir freuen uns auf Ihre Systeme. Vergessen Sie die großen Ziele für einen Moment, konzentrieren Sie sich auf den Prozess. Genau. Vertrauen Sie dem System. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiedersehen. Tschüss und viel Erfolg!